Grüß dich, Falk. Hallo. Wunderbar, dass das heute hier geklappt hat, dass du deinen Trabant Tremp vorstellen kannst. Ich hatte nämlich die Idee, dass wir den Tremp uns hernehmen als Fun-Auto, wie das ja beworben wurde, Ende der DDR-Zeiten, im Vergleich auch mal mit zum Golf. Vielleicht kannst du uns ganz kurz was zu deinem Trabant 1.1 Tremp, das ist doch die richtige Bezeichnung, ne? Ja, genau. Erzählen. Ja, also wir stehen jetzt hier vor dem Trabant 1.1 Tremp aus dem Modelljahr 91 und zwar die Nummer 6. Ja, ich besitze den Wagen seit 2004, durch Zufall damals eben entdeckt, als Neuwagen, noch nicht zugelassen. Das ganze Prozedere habe ich dann durchgemacht mit den alten Bundesländern. Ja, und seitdem steht er mit bei mir in der Sammlung. Die Nummer 6 bedeutet, ist das der sechste gebaute Tremp oder der sechste gebaute? Richtig, das ist der sechste Tremp aus dem Modelljahr 91. Da hat das Werk in Meerane extra Plaketten angefertigt und hat die verschweißt, damit das halt ja auch wegen der Garantie irgendwo dann auch mal handelbar war, weil ja Meerane und Zwickau waren ja trotzdem getrennte Betriebsteile. Meerane hat den Universal und den Kübel oder dann später den Tremp gebaut. Und in Zwickau lief ja die Limousine und später dann eben auch der Universal vom Band. Was gibt es für Unterschiede zwischen Tremp und Kübel? Ja, den Kübel gab es, ich sage jetzt mal, in zwei Ausstattungsvarianten. Für die Armee als 601a und für den Forst oder Landwirtschaft, für die LPG oder Forst, als 601f. Und dann gab es den 6.1er ja auch als die zivile Version, eben für den Export als 601Z, den Tremp. Den 1.1er ist, ich sag mal, eine Schnellentwicklung dann noch gewesen. Den haben sie im Mai 90 ja erst zur Messe vorgestellt. Der war, denke ich mal, gar nicht so schnell geplant, wie dann halt dann doch die Serienproduktion angefahren wurde. Der Unterschied besteht darin, peppige Farben, ist also nicht nur das Grün, Kunstledersitze, auch in verschiedenen Farbvarianten, Stoßstangen, farbliche Applikation, komplett in schwarz ausgekleidet, nicht in braun. Ja, und dann halt beim Viertakter halt der Viertaktmotor, die VW-Lizenz, Vierganggetriebe in Eigenentwicklung und die höhere Geschwindigkeit mit 125 km/h. Ansonsten hast du ja die Spiegel sind anders vom 1.1er zum 601er. Das sind kleinere. Das ist eben auch so das Golf- oder Polo-Design, nenne ich es immer, gegenüber den großen Kübelspiegeln. Der Lochkreis ist nicht mehr 4x160, sondern 4x98, angelehnt halt auf die Bestrebungen zum RGW-Auto. Ja. Skoda, bedeutet? Lada, Polski, Fiat, Trabant, haben dann die 4x98, um das halt zu vereinheitlichen. Damit halt die Produktion immer ein bisschen ausgesourcet werden kann, was weiß ich, dann hat einer die Felgen zu machen, der andere hatte den Motor zu bauen, die anderen haben die Karosserien zu liefern. Der größte Unterschied ist halt der Überrollbügel beim 1.1er, wo halt die Gurte befestigt werden, vorne und hinten. Ja, beim Viersitzer. Das hat der Kübel ja nicht. Der hat nur die stehende Frontscheibe und das Verdeck eben drauf. Ja, also auch das Armaturenbrett, da stecken Welten zum 601er dahinter anscheinend. Obwohl der Aschenbecher, das ist noch typisch 601, ne? Na, die Form ist dieselbe, aber der Deckel ist ein anderer. Also wieder das Detail, was den Unterschied macht. Ich sage da immer dazu, die Kopfspaltkante vom 601 hat der 1.1er Aschenbecher nicht. Da hast du vorne nochmal eine Kante, die nach oben steht, wo, wenn du da beim Unfall drauf knallst, dir da doch ganz schön Aua holen kannst. Wie gesagt, den unterscheiden jetzt halt bloß die Aufkleber, dass die Aufkleber nicht drauf sind vom Prospekt. Ansonsten kann man fast sagen, wäre das Fahrzeug, ist es aber nicht. Gab es ja in allen möglichen Farben, außer jetzt die Serienfarben wie Papyrusweiß und Gletscherblau, Panama Grün, das hatte der Tremp nie. Das Toga Weiß ist ja eine typische 1.1er Farbe. Dann Olympiablau, Indianrot, Chromgelb, ja, Schwarz sogar kannst du bestellen beim Tremp und Karo Tremp. Ja. Und das sind halt so die präsenten Farben, nicht wie das schmutzige Farbengewühl von der normalen Serie. Ja, Falk, ich hatte ja vorhin den Fehler gemacht, als wir gefahren sind, ganz stolz zu behaupten, dass wahrscheinlich das Golf Cabriolet das modernere Fahrwerk hat. Da hast du mich eines Besseren belehrt. Ja, sicherlich moderner, ja, wie gesagt, aber der Trabant hat seit Produktionsbeginn als eines der wenigen Fahrzeuge von damals aus den 60er Jahren schon seitdem
eine Einzelradaufhängung, wobei der Golf 1 hier ja noch eine Starrachse hat. Zwar mit 2 Schraubenfedern hinten dran, was der 1.1er ja auch schon hat. Aber, wie gesagt, der Trabant 1.1 hat eine Einzelradaufhängung. Die Scheinwerfer haben denselben Durchmesser und zum Teil sind sogar Scheinwerfer aus der Fahrzeugelektrik Rula, deswegen FER, eben im Golf eingebaut. Golf 1, 2, T3 und kann natürlich dann auch, wenn du Klarglasscheinwerfer hast vom Golf, kannst du die auch in den Trabant einbauen, mit ein bisschen ändern. Was die halt eben auch beide verbindet, ist der Überrollbügel, also so ein Punkt Sicherheit. Ne? Ja, weil dir das Erdbeerkörbchen genannt hat. Ja, genau. Und ich habe einen richtigen Bügel, der von vorne bis hinten geht. Ja. Das war ja damals so die hässlichste Sache wohl überhaupt, dieser Überrollbügel. Da haben sich viele dran gestört. Zum Glück kann man sich ja über Geschmack streiten. Mir gefällt es nicht wieder. Ja. Sogar beim 3er- und 4er Golf hat es ja sogar noch gehabt. Ja. Also ich muss tatsächlich sagen, mir gefällt das auch. Und was ich jetzt hier bei deinem Tramp auch schön finde, ist eben dieser Überrollbügel. Weil du kannst dich halt doch mal noch festhalten, so ein bisschen. Also das ist schon, ja, finde ich jetzt nicht verkehrt. Ja, und einen Vorteil hat es, ich habe, wie gesagt, meine 3-Punkt-Gurte habe ich höher angesetzt, wahrscheinlich wie bei dir. Ja, nee, du hast es ja auch, ja, ich sehe es. Aber das hat der Kübel ja nicht. Nee. Und wenn du beim Kübel die Gurte hast, sind die hinten am Verdeckkasten festgemacht. Und wenn du dann doch mal eine 70 offen fährst, flattern dir dann halt auf der Schulter die Gurte, wenn du sie drin hast. Ja. Genau. Viele machen die deswegen auch nicht ran, weil das einfach nur wirklich sehr stark schlägt. Ein Statikgurt, der nicht wegrollen kann, nicht nachgeben kann, der schlägt einfach dann nur auf das Schulterbein. Schlüsselbein, Schulter. Ja. Also wir stehen jetzt tatsächlich so ein bisschen Ost- und Westgeschichte irgendwie. Ne? Ja. Wobei der Golf natürlich das ältere Auto ist, wenn du es jetzt so willst. Der wurde ja seit 79 als Cabrio gebaut. Ja. Der Tramp, na gut, der stammt ja vom Kübel ab, der Richtig. wiederum von 65 oder so angebaut wurde. Ne? Ja, ich sag mal, die ersten bekannten Kübel sind, also richtig bekannten 6.1er Kübel sind so 66, 67 gebaut, auch im Trabi-Register oder im Kübelregister selber. Ja, und die ersten Tramp, also quasi mit helleren Farben, ist ja von 73 belegt von Weltfestspielen, dass da 5 eben in Weiß in Berlin dann halt über die Tatanbahn gefahren sind mit großen Fahnen und Brimborium. Nicht. Also man sieht so ein Cockpit ja auch nicht alle Tage. Ja, das stimmt. Vor allem beim Kübel kommst du ja wirklich richtig schön ran. Bei der Limousine und beim Universal ist ja halt die Türe noch davor. Ja, die Schalter, das ist wie beim 89er Trabant oder 88er Trabant dann auch. Die Kippschalter, ja. Ja. Lichtschalter ist dann wieder ein anderes Design. Ist dann runtergefälliger, weicher. Ja, das ist der hier. Dann ist der Hupenknopf halt an die Seite gewandert. Hast du auch gleich da. Also quasi, wenn man hier drauf drückt, macht's Hub. Der Tramp hat die runden Rückleuchten, der Kübel die viereckigen. Und ja. Aber das magst du schon am Wind. So viel hast du bestimmt nicht. Oder? Ist schon auch richtig, ja. Nimmt sich nichts. Also auch lautstärkemäßig zum 1er Golf nicht relevant. Finde ich auch kein Unterschied. Es ist luftiger. Definitiv. Dafür kannst du auch die Scheibe hochkurbeln. Das stimmt. Falk, wenn ich dich mal noch fragen darf, wenn ich mir jetzt so einen Trabant 1.1 Tramp zulegen möchte, mit welchen Kosten muss ich da ungefähr rechnen? So billig wie ich meinen bekommen habe, 2004 gibt es den heute nicht mehr. Also da ist eine 5-stellige Summe auf alle Fälle fällig. Ja. Fällig, ne? Leider. Also dem Oldtimer-Status entsprechend gut, aber halt für denjenigen, der sowas sucht und halt lieb haben will, dann doch manchmal schmerzlich. Ja. Und Rostprobleme gibt es beim 1.1er sicherlich die gleichen, wie sie beim Sind 6.1er? dieselben, das sind sogar ein paar mehr Stellen, weil ja wie gesagt die Radkästen vorne sind doppelwandig. Da muss man schon genau gucken, nicht dass man sich dann doch so eine Rostkarre eben an Land holt, weil lieber ein bisschen mehr Geld ausgegeben für eine ordentliche Karosserie, als wie dann ordentlich Geld versenkt beim Karosseriebauer. Weil da will ja auch bezahlt werden. Und die Teile gibt es nicht im Handel zu kaufen. Ja. Ja. Dann gibt es ja viele nachgemachte Tramp.
Also ich habe das jetzt schon zwei Autos gesehen, die anscheinend nachgemacht waren. Das waren keine echte Tramp. Woran erkennt man die auf die Schnelle? Weißt du das? Oder? Ja, das kommt immer auf den Erbauer an. Also wie gesagt, das Kennerauge sieht es sofort. Aber wie will man das beschreiben? Ja, wie gesagt, viel oder häufig fehlt der Überrollbügel. Aber wie gesagt, wenn man das jetzt sagt, bauen die das dann vielleicht nach. Der Überrollbügel ist aber ein spezielles Teil, der ja auch die Kraft des Motors, man lacht drüber bei 41 PS, aber die Kraft des Motors dann doch ein bisschen in der Kasse noch mit ableitet, weil selbst der normale 601er Kübel ist mit den 26 PS an der A-Säule unten gerissen. Also das ist keine unübliche Stelle, wo so eine Karosse dann anfängt zu reißen. Na, dann, wie gesagt, an der Fahrgestellnummer insgesamt erkennt man das. Und meistens, wenn es dann halt richtig gemacht wird im Fahrzeugbrief, weil dann drin steht Umbau, was weiß ich, Firma XYZ. Genau. Also da kennst du dich tatsächlich richtig gut aus, denn du sitzt in der Jury vom ITT. Richtig. Ja, wie gesagt, und das August-Horsch-Museum, was dann quasi der Veranstalter vom ITT ist, hat uns halt die Maßgabe gegeben, es sollte das Fahrzeug eben gewinnen, jetzt im Originalbereich, was dem Auslieferungszustand am nächsten kommt. So, und dann so ein umgebauter Tramp ist dann halt in der Tuning-Kategorie dann eher präsent, als wie jetzt halt in der Originalschiene. Ich finde ja, dass das damals noch Autos waren, wo du von Weitem schon erkennen konntest, was kommt denn da gefahren Genau. Oder was steht denn da? Ne? So ist es.